letzten Handgriffe und dann geht's heute auf Tag 1 vom Green Velo. So, wir rollen. Elblack so langsam hinter uns gelassen und jetzt befinden wir uns hier auf der Strecke. %10 Steigung. Na, flach hier im Polen, ne? Und erster Eindruck? Guter erster Eindruck, aber auch anstrengend. Schon viele steile Steigerungen gehabt. Ja, 40 Kilometer haben wir jetzt ungefähr hinter uns. Wir haben die ganze Zeit noch zu unserer Linken das frische Haff. Und richtig schön einfach. Gerade haben wir eine kleine Mittagspause in einem kleinen Ort gemacht. Waren eben noch mal kurz am Strand. Aber landschaftlich richtig, richtig schön. Da kann man nicht meckern. So, wir sind hinter Fromburg auf dem Weg zu unserer Unterkunft. Wir haben uns ein Zimmer genommen für heute. Aber es sieht schon richtig nach Gewitter aus, deswegen machen wir eine kurze Pause und essen nochmal eine Kleinigkeit. Dann haben wir extra Brot und alles dabei. Bist du hungrig? Ja, ich muss auch noch was haben. Da hinten ist nochmal Fromburg zu sehen. Und wir fahren jetzt weiter Richtung Grenze von Kaliningrad. Und da haben wir eine Unterkunft. Ich schätze mal so noch eine Viertelstunde, dann sind wir auch da. Und haben wir ungefähr 70 Kilometer gefahren heute. Das ist ja auch echt ein guter Auftakt. Tag 1 war auf jeden Fall schon mal richtig abwechslungsreich und hat extrem Spaß gemacht. Gutes Wetter gewesen den ganzen Tag und jetzt hört man es im Hintergrund schon wieder so ein bisschen donnern. Also ist wahrscheinlich ganz gut, dass wir heute nicht im Zelt schlafen müssen. Recht nah an der Grenze zu Kaliningrad momentan. Da ist Anna. Momentan im Gegenwind. Aber ja, das funktioniert. Riesige Felder hier. Also ich glaube, solche großen Felder habe ich noch nie gesehen. Wo man hinguckt, alles Feld. Und die sind momentan mitten an der Ernte. Also hier ist alles weg, aber gestern haben wir schon die Traktoren gesehen und so. So, wir haben Bäcker gefunden. Jetzt gibt es eine Kleinigkeit süß.
Lecker. Sehr schön. Guten Appetit. Fehlt dir auch. Bei mir gibt es irgendwas mit Beere. Was gibt's heute? Heute gibt es einen One-Pot mit Tomaten, bisschen Zucchini, bisschen Wurst, noch die restlichen Spaghetti rein und dann wird das bestimmt lecker. Natürlich mit Knoblauch. Sieht ganz gut aus. Ein Zettel wieder drauf hier. Zack. Da hinten haben wir schon Besuch vom Reh. Ist ein bisschen verwirrt, was die Leute hier wollen. Kurz nach 6. Richtig schöne Sonne. Hier ist nochmal eine Karte, da sieht man auch, wo wir sind. Also das ist der gesamte Streckenverlauf. Und wir sind ja hier oben in Elblach losgefahren. Und wir sind jetzt momentan bei der, kurz vor der 13. Also ist noch eine ganze Ecke, die wir vor uns haben. Das ist die Storch- und Kuhweide. Oh, nach innen immer scheiße. Das sieht furchtbar aus. Ja, aber echt wenig los. Kommen immer mal ein paar kleine Dörfchen. Aber da ist auch echt gar nichts los. Radfahrer haben wir heute, glaube ich, noch gar keinen getroffen. Also ist doch alles sehr entspannt und ruhig hier. Jetzt sind wir hier mitten im Urwald. Richtig schön. Aber es ist super warm geworden. Also hier im Schatten sind es schon 24 Grad. Auf den Sandwegen, die wir gefahren sind, hat es richtig abgestrahlt von unten. Da waren es bestimmt schon, ja, auf jeden Fall ein bisschen mehr noch. Also noch ungefähr eine gute Stunde Zeit bis zum Platz und dann war es das für heute auch. So, wir sind wieder unterwegs. Nacht auf einem richtig schönen Platz gehabt. Bestes Wetter heute, vielleicht schon fast zu heiß, aber mal gucken. Und heute geht es in Richtung Masuren. Ja, 80 Kilometer werden es, bin gespannt. Bis dann. Und so sieht das hier eigentlich die ganze Zeit aus, nicht mehr viel los. Hin und wieder mal ein Ortsschild und der Ort ist dann einfach ein Häuschen und vielleicht ein Hof. Und dann ist der Ort auch wieder vorbei und dann fährt man wieder kilometerweit durchs Nichts. Aber besser geht's nicht. Sonne. Nee, echt schön. Wir brauchen bald mehr Wasser. Ja. Heute ist Trinken enorm wichtig. Erstmal ein Eis am Morgen. Du auch? Sehr heiß, muss man sofort gegensteuern. Wo sitzt du da? Wie hast du die ersten 26 Kilometer des Tages überstanden? Ganz gut, war ja ganz gut fahren. Nur halt, dass es schon sehr warm ist.
Aber es ist ja auch schon irgendwie 11:30. Ja. Aber eine Pepsi-Pause ist auf jeden Fall im Schatten ganz gut. Das ist eigentlich das Bild, was man die ganze Zeit sieht. Riesige Felder und Wälder. Und ich glaube, Anna hat sich ein paar Äpfel gerade geholt. Und gucken, ob die schmecken. Gestern haben wir welche geholt oder vorgestern, aber die waren noch ein bisschen unreif. Sehr lecker. Ja? Hat sich gelohnt, dafür anzuhalten. Ich habe noch 2 mehr dabei. Das ist gut. Bisschen warm. Schmeckt wie Apfelmus. Was? Schmeckt ein bisschen wie Apfelmus, so warm. Lecker. Na, wie war der Berg? Echt steil. Ich musste absteigen, habe mich auch verschaltet. Ja. 13% hat mein Tacho danach angezeigt. Ich glaube, meine auch. Und diese MORs hier oben, das sind immer diese Rastplätze, die dann in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen kommen. Jetzt fahren wir schon seit richtig langer Zeit auf dieser einen Straße. An diesen riesigen Feldern schon wieder vorbei. Und dann gibt es vereinzelt hier noch diese Höfe. Und das war's. Und dieses Haupttouristengebiet Masuren haben wir jetzt schon wieder so ein bisschen hinter uns gelassen. Da sind wir eh nur am Rand gefahren. Hi. Ja, heutige Etappe ist zu Ende gegangen. Und wir haben mehr oder weniger durch Zufall ja das wieder gestern nur gefunden und durften direkt vorbeikommen. Und das ist ein richtig chilliger Platz hier. Also riesengroß. Die haben Gäste, die in Unterkünften wohnen, aber eine riesige Wiese, auf der wir stehen dürfen. Es gibt Strom, eine Dusche, einen See, in dem man schwimmen kann, einen Fluss meine ich. Dann wird gleich gekocht und mal gucken. Wir wollen morgen nicht so viel fahren. Es waren jetzt wieder knapp 90 Kilometer. Lieber mal 40 Kilometer, das reicht auch auf jeden Fall. Wir haben uns ja schon so einen kleinen Puffer rausgefahren. Jetzt können wir erstmal ausruhen und chillen. Ich zeige den Platz vielleicht noch mal ein bisschen heute Abend oder morgen dann. Aber ja, der Tag war richtig gut. Ja, ein bisschen süßer. Das ist süß. Ein Süssi. Ja, aber. Na, Ja, bist du in Sammellaune? ja, vor allem bin ich hungrig. Merkt man gar nicht. Und der Schatten ist ganz gut hier. Schon ein Und bisschen die was sind da drin. Richtig reif. Oh nicht ja, alle, aber die die- fallen schon alle runter von Ja. alleine fast. Richtig gut. Sehr gut. Mehr noch. Ein paar? Na klar. So. Ich glaube, es reicht, sonst zerdrücken die nachher wieder. Okay. Aber die Landschaft ändert sich hier ein bisschen. Ich schalte mal um. Echt schön. Hier Felder und Wälder. Und jetzt haben wir noch ungefähr knappe 10 Kilometer bis zum heutigen Ziel.
richtig bescheiden, diese Straßen, wenn da diese Wellen drin sind. Oh, bist nur durchgeschüttelt die ganze Zeit. Das ist unser Platz für heute. Wir sind hier wieder bei so privaten Leuten untergekommen. Also, wie würde man das nennen, Anna? Wie heißt das? Privat. Die bieten halt hier in dem Garten an, dass man hier campt. Gegen kleines Geld. Und es ist ein schöner Platz. Das Zelt ist aufgebaut. Und wir sind heute mal ein bisschen früher mit allem fertig. Das ist auch mal ganz angenehm. Wir haben jetzt erst 18 Uhr und wir haben das Zelt schon aufgebaut. Wir waren eben essen. Richtig schön und lecker vor allem. Und jetzt können wir den Abend ein bisschen ausklingen lassen. Hier gibt es ein paar Sitzmöglichkeiten. Da kann man sich noch ein bisschen entspannen. Und morgen mal gucken, wie weit wir fahren. Was sagst du, wie weit wir fahren? Zwischen 50 und 70 ist wahrscheinlich bei der Hitze realistisch. Mhm. Auf jeden Fall müssen wir, wenn es zu heiß wird, länger Pause im Schatten machen. Das war heute schon echt krass. Ja. Da sind noch meine geernteten Früchte. Die müssen wir auch noch irgendwie essen. Ja. Mal gucken. Und ansonsten machen wir unsere Fahrräder ein bisschen staubfrei und nochmal neues Öl auf die Kette. Wir sind wieder unterwegs. 8:30 ist es ungefähr. Schön früh für unsere Verhältnisse. Wir hatten eine super entspannte Nacht. Und heute geht es dann zum Dreiländereck Richtung Grenze. Und dann geht es, glaube ich, weiter Richtung Süden und nicht mehr Richtung Osten. Heiß? Ja, doch, jetzt hier in der Sonne. Schon 35 Grad wieder bestimmt. Und wie war der Tag heute für dich? Ganz gut, also schon warm doch auch. Aber aushaltbar und wir haben auch gut Pausen gemacht. War schön, zwischendurch sehr schön. Dann mal nicht mehr ganz so schön auf einmal und dann sind wir noch an der Hauptstraße gefahren. Und dann noch durch die Riesenstadt. Aber So Weiken. den Campingplatz hier gefunden haben, alles super. Nee, das ist richtig fein. Mit schönem See, guter Dusche. Ah, gibt heute Eierspeise. Heute gibt es Eier,
Eine Eierspeise, ja, mit Brot. Ist auch mal gut. Ja, Ja. Oh, warm heute. sehr. Und wir fahren nur in der Sonne auf Ich denke, in der Teer. Hitze, das T-Shirt schon als zweite anliegende Hautschicht. Das ist schon krass irgendwie. Ja, Das Wasser ist auch, muss man wieder. vorne kommt ein Auto. Ja. Sind wir aus der Stadt raus und es ist direkt wieder hier am Kanal gelegen. Hier eine Schleuse für die ganzen Kanufahrer. Da kommt man wieder ein bisschen runter. Wir haben hier einen kleinen Campingplatz gefunden. Oder einen Rastplatz eher gesagt. Und was gibt es jetzt bei uns Feines? Dein T-Shirt weg. Gekochtes Ei. Gekochtes Ei noch von vorgestern haben wir uns vorgekocht. Sehr gut. Und Wurst natürlich wieder. Ja, und dann ein bisschen runterfahren von der Temperatur und dann geht's weiter. Heute nicht so weit zum Glück. Nee, nicht ganz so weit. Und hier ist dann immer so eine Karte, ist auch mal ganz cool. Hier oben sind wir gestartet, eine App lag. Das haben wir schon alles abgefahren. Hier oben war das Dreiländereck. Dann haben wir so Valky hinter uns gelassen, das war auch ziemlich stressig. Und sind dann hier um die Kurve und sind jetzt ungefähr in dem Bereich hier. Da haben wir geschlafen in der Superunterkunft. Und heute fahren wir ungefähr bis hier. Und momentan fahren wir die ganze Zeit auf so einer Straße, die einfach fast komplett geradeaus geht. Nur nach Süden in den Gegenwind, aber es geht noch. Also die Straße ist dafür gut genug. So ist das hier bei Gegenwind auf der Schotterpiste, wo so Rippen reingefahren sind, wo man so rumrummelt. Am Fluss. Autos wirbeln immer sehr viel Staub auf. Das Ganze mit 12 km/h bei 38,5 Grad. Dann haben wir eine kurze Pause gemacht, ein kleines Eis gegessen jeder. Und jetzt geht es auf die letzten 5,5 Kilometer.
das der Platz für heute. Direkt am Fluss, der ist hinter mir. Hier ist noch ein kleiner See, da gibt es noch ein Häuschen, wo man sich reinsetzen kann. Dahinter ist eine Dusche. Und weit und breit niemand zu sehen. Und da werden wir nachher nochmal davor gehen oder gleich, wenn wir das Zelt aufgebaut haben, schön zum Fluss. Jetzt wird hier noch entspannt gekocht. Bisschen Reis, bisschen Gemüse dazu anbraten. Und dann sitzen wir noch ein bisschen in Ruhe. Ist auch nicht mehr los als vorhin. Wir sind immer noch das einzige Zelt. Es bewölkt sich alles ein bisschen. Das heißt, die Temperaturen fallen ein bisschen. Aber es ist immer noch ziemlich warm und dann geht's morgen weiter. Jetzt wird hier schon vor den ganzen Tieren gewarnt. Aber eher, dass man die nicht platt fährt, glaube ich, als Autofahrer. Elche, Wölfe, Frösche und Biber, glaube ich. Mal gucken, ob wir davon irgendwas sehen. Also Frösche und Biber haben wir schon gesehen. Elch wäre cool. Die ganze Zeit können wir hier mit gut 20 km/h Schatten auf dem Asphalt fahren. Ist echt ganz angenehm, mal nicht in der Sonne und auch mal voranzukommen und nicht nur auf Schotter mit 10 bis 12 km/h sich abzumühen. Ja. Nur Ställe hier in dem Ort. Komplett die ganze Länge. Beide Richtungen. Schon krass. Alles Kuh, soweit ich das sehen kann. Schweine haben wir hier noch gar nicht gesehen. Aber es gibt viel Wurst. Irgendwo müssen die ja auch sein. Und schon wieder ein riesiger Platz und wir sind noch die Einzigen. Kann sein, dass nachher später noch Pärchen kommen. Ist ja noch sehr früh. Aber es gibt viel alles. Es gibt sogar einen Kühlschrank diesmal, den man benutzen darf. Es gibt eine Dusche, es gibt eine Toilette, viel Wasser, Wasserkocher auch. Sehr schön. Und wir sind super schnell vorangekommen. Zwischenzeitlich haben wir einen Schnitt gehabt von, glaube ich, 18 oder so. Und ja, dann sind wir von dieser coolen Straße abgefahren, sind auch auf Schotter wieder gewesen, dann wurde es wieder extrem heiß. Deswegen können wir echt froh sein, dass wir es heute mal ein bisschen früher wieder geschafft haben. Jetzt können wir uns wieder ausruhen und dann geht es langsam Richtung Sonntag und da kommt dann das große Gewitter. Und dann mal sehen, wie das mit den Temperaturen dann aussieht. Stell dir vor, wir wären schon losgefahren. Ja, dann werden wir komplett nass. Aber die Sachen sind ja hoffentlich immer trocken verpackt. Aber gerade ist scheiße. Da prasselt's richtig. Es regnet sich ab, es ist ein kurzer Schauer. Ja. Kurzer Schauer und dann läuft es wieder. Naja, solange lagern wir hier noch ein bisschen. Es ist kalt, aber nass. Jetzt geht es die nächsten Kilometer erstmal nur in der Hauptstraße lang und sonst fahren wir heute auch nur Richtung Osten, Richtung Białystok. Das ist auch eine größere Stadt, ich glaube, das habe ich gelesen, knapp 300.000 Einwohner.
Wie ist die Verfassung, Anna? Richtig schlecht gerade. Ich bin wirklich erschöpft. Ich glaube, wir sind jetzt seit 2 Stunden oder so, fahren wir durch den Großraum Villastock. Das ist echt anstrengend. Und jetzt dachten wir sind raus. Und jetzt geht es ja an der Hauptstraße weiter und hier kommt immer noch mehr Verkehr. Ja, es wird alles irgendwann eins. Ja, was gibt's? Eispause. 10 Uhr Eispause Am Sonntag. am Sonntag. Zum Glück einen offenen Sklep gefunden. In Polen ist das aber kein Problem mehr. Meistens nicht. Ne? Ja, jetzt sind wir angekommen an unserem Platz. Richtig schön. Aber es war wieder ziemlich problematisch, was die Verständigung anging. Wir sind schon eigentlich dabei gewesen, wieder zu fahren. Und dann hielt in der Straße, in der wir standen, ein Autofahrer an und der hat uns dann mit Hilfe seines Sohnes beim Übersetzen geholfen. Und dann haben wir es hier irgendwie hingekriegt, mit Google-Übersetzer mit der Frau zu reden. Die ist aber richtig, richtig freundlich. Ja, und das hier ist unser Gastgeschenk. 2 Gürkchen und eingelegte Gurken und die sind richtig lecker. Mit Dill und Knoblauch, glaube ich, und Zwiebel. Viel besser kann es eigentlich nicht sein. Entspannt Fußball gucken, das erste Saisonspiel. Da kocht schon das Wasser fürs Essen. Hier liegt noch eine Menge anderes leckeres Essen und da wird gleich gekocht. Und dafür ist heute Anna zuständig. Das lecker Gulasch haben wir uns gekauft vor ein paar Tagen. Wird noch ein bisschen verfeinert mit Karotte und dann gibt es schön Nudeln dazu. Und dann wird geschmaust. Und der Abstand macht weiter. So, wir fahren weiter durch den Wald, was richtig schön ist und die Wege sind hier für Autos gesperrt. Das heißt, wir haben auf jeden Fall noch mindestens für die nächsten 9 Kilometer unsere Ruhe. Und durch den Regen sind die Wege auch relativ fest, also es macht Spaß hier zu fahren. Oder? Ja. Das geht gut. Fast so gut wie Asphalt. Was gibt's? Schmeckt der? Ist der saftig? So ein paar Rosinen drin, aber nicht so viel. Lecker. Die ganze Zeit Schotter und Sand vor allen Dingen. Kopfsteinpflaster, dann denkt man kürzt ein Stück ab. Aber die Straße ist zu viel von LKW befahren. Muss man sich wieder einen Alternativweg suchen. Ja, und jetzt ist es gerade mal ganz gut auf Asphalt. Und genau, Sonne steht schon relativ tief. Aber in einer Stunde sollten wir dann auch irgendwann mal am Campingplatz sein. Aber es wird nicht ganz so heiß. Straße bis jetzt ist gut. Das heißt, dass sie später auf jeden Fall wieder schlecht wird. Wieder Sand, ja. Leider. Sand und bumpy roads. Und auch hier krass, wie weit man schon wieder gucken kann. Und außer Wäldern gibt es nur Felder.
Ja. Schönen guten Morgen. Wir hatten echt eine entspannte Nacht. Und heute geht's wieder los. Kurz zum Platz noch, das war auch richtig cool. Eigentlich waren wir kurz davor, uns ein Zimmer zu mieten. Und dann hat Anna das hier noch gefunden. Dann sind wir auf den Hof raufgefahren, aber es war niemand da. Dann haben wir uns wieder mit Händen und Füßen übers Telefon verständigt. Haben wir ein Zelt schon aufgebaut und die Besitzerin kam erst, glaube ich, so 2,5 Stunden, nachdem wir hier schon waren. Diesmal haben wir 60 Zloty bezahlt. Ich glaube, das sind ungefähr 13 Euro. Und ja, jetzt ist es kurz vor oder kurz nach 8. Und dann geht es heute weiter Richtung Süden. Weiter an der belarussischen Grenze lang. Und wir kommen dann fast an das Dreiländereck von Polen, Belarus und der Ukraine. Ansonsten ist es alles ruhig hier. Ein schöner Platz, empfehlenswert. Gucken wir uns diese Stadt Koden, in der wir hier sind, nochmal kurz an. Denn hier gab es echt ein paar richtig schöne Kirchen. Dann werden wir einkaufen und heute haben wir wieder eine Unterkunft gemietet. Das habe ich gestern Abend schon gemacht. Da freuen wir uns auf jeden Fall drauf, mal schön am richtigen Bett zu schlafen und dann geht's weiter. Heute 83 Kilometer. Und momentan ist es noch recht flach hier von der Landschaft. Aber auch das wird sich ändern. Erst wird es ein bisschen hügeliger werden. Und später kommen wir noch in das Karpatenvorland. Das wird, glaube ich, nochmal recht knackig werden dann. Und da kommen wir. Und wenn man, wo ist mein Finger, in die Richtung schaut, also hier so, geht es wieder Richtung Grenze. Ja, aber wir knallige Sonne heute. Echt krass. Das war unser Häuschen für heute Nacht. Richtig chillig. Mit einer kleinen Terrasse vorne. Konnte man so Sachen hier in Ruhe aufhängen. Dann gab es einen Bereich, wo man hier sitzen konnte. Richtig schön oldschool mit Radio. Das war auf jeden Fall cool. Und dann gab es eine Gemeinschaftsküche. Da ist aber gar keiner gewesen. Also es gibt hier 2 Zimmer. Aber wir waren die einzigen hier, deswegen hatten wir alles für uns. Auch hier hätte man sitzen können. Sehr gemütlich. Hier sieht es jetzt ein bisschen wust aus, weil wir hier natürlich unsere ganzen Taschen ausgebreitet haben. Aber das war mal sehr, 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 sehr angenehm schlafen hier. Und ja, die Küche halt. Und es gibt echt einen schönen Ausblick. Aber auch hier war es wieder ein richtig herzlicher Empfang. Wir haben hausgemachten Wein bekommen. Der ist echt lecker gewesen. Und dann kam er nochmal später rüber und hat uns 2 Würste gegeben, die er wahrscheinlich auch selbst herstellt. Die waren auch richtig lecker. Und ja, Verständigung ging so einigermaßen. Und sein Hund hieß Heidi. Sagt, das ist der deutsche Hund. Richtig lustig. Heute geht es dann ein bisschen wieder weg von der ukrainischen Grenze. Aber da kommen wir später nochmal hin. Mal gucken. Ich bin auf jeden Fall gespannt. So allmählich wird es auch wieder ein bisschen hügeliger.
Das richtige Flachland lassen wir langsam hinter uns. Es ist soweit. Das erste Mal seit, glaube ich, 3 Tagen wieder eine Schotterstraße. Links hier ist alles, oh, es wackelt gerade, alles Thymian. Echt cool. Und mein Rad hat auch ein neues Geräusch. Da ist Teer drin, weil es so heiß ist, dass die Straße hier aufgeht. Heute ein bisschen unkonventionell, aber auch richtig cool. Mit allem, was man braucht. Sofaecke, Dartscheibe, Kühlschrank, gut, der ist aus, und eine Menge Schnaps. Wir wurden herzlich eingeladen, mal uns durchzutrinken. Wir haben ja so einen coolen Platz hier gefunden heute. Und auch alles eher durch Zufall. Also man muss dann immer bei Google Maps gucken und da steht nicht direkt dabei, dass die auch Camping anbieten. Nein. Man muss sich dann durch die ganzen Fotos klicken und wenn man dann zufälligerweise ein Zelt findet, dann lohnt es sich ja durchaus mal nachzufragen und das ist ja wohl mega chillig hier. Für morgen haben wir schon was abgeklärt. Also es ist auch schon mal wieder sehr entspannt und ich habe auch schon mal so ein bisschen weiter geschaut. Man findet einiges. Nur an der ukrainischen Grenze wird es dann so ein bisschen Mauer. Da muss man mal gucken. Aber ja, Strom gibt es auch wieder. Die ganzen Powerbanks hätten wir auch zu Hause lassen können. Das ist echt krass. Ich glaube, wir hatten noch fast keinen Tag ohne Strom. Ja, aber echt sehr zufrieden. Sehr, sehr zufrieden. Da sieht man richtig, wie die Landschaft aufgeht. Und die Hügel wieder kommen. So, unsere Wegbeschaffenheit ändert sich mal wieder, aber sieht geil aus. Da geht es jetzt so lang. Anna freut sich auch schon richtig drauf. Naja, wird schon. Hier rechts auch wieder Tabak. Links Tabak. Ja. Ein Huhn an der rechten Seite. Und wir biegen ab auf eine noch bessere Straße, glaube ich. Auf den See nochmal zu von eben. Guck mal. Wir sind wieder unterwegs. 8:45 ist die neue Uhrzeit. Wir haben auf einem schönen Campingplatz geschlafen, war echt entspannt. Zum Streckenverlauf heute gibt es noch zu sagen, dass wir jetzt langsam in das Karpatenvorland kommen. Das hat man gestern schon gemerkt. Ich habe das dann am Abend noch gesehen, dass die Etappe gestern die meisten Höhenmeter hatte.
Und das wird jetzt auf jeden Fall noch mehr. Aber heute glaube ich erst so ein paar Anstiege und morgen wird es dann richtig krass. Genug Laberei, jetzt geht's weiter. So, hier ist nochmal die Karte zu sehen. Da oben ging es ja los, Elblak. Und wir sind jetzt schon mittlerweile, muss ich auch mal kurz gucken, hinter Kelm. Wir sind schon ungefähr dort, wo die Abzweigung jetzt rüber geht. Aber wir fahren ja jetzt noch diese Route durchs Karpatenland, oder durchs Karpatenvorland. Hier wird es dann auf jeden Fall relativ hügelig. Und ja, mal gucken, wie das wird. War schon eine ganz gute Strecke mittlerweile. Und hier sieht man es auch, nach Konstje zum Endpunkt noch 663 Kilometer und an den Startpunkt Elblak 1226. Nicht schlecht. Das heißt 1/3 noch. Das ist hier unser Zelt unter dem Unterstand. Da sollte es mit dem Regen auf jeden Fall passen. Und da hinten kommt jetzt die Wand an Schlechtwetter. Also Regen auf jeden Fall. Aber zur Not müssen wir halt schnell dann nach hinten rennen und uns dann da runtersetzen. Weil wenn es hier richtig knallt, habe ich da keinen Bock drauf. Ja, so schaut's aus. Unsere Nacht haben wir ganz gut überstanden. Kam kein Gewitter mehr. Es war noch ein bisschen stürmisch, hat ein bisschen geregnet, aber unter unserem Unterschlupf haben wir es ganz gut ausgehalten. Jetzt haben wir das Zelt schon mal so eingebaut, eingeladen und abgebaut. Und heute geht es dann weiter Richtung Südosten. Richtig cool. Es gibt auch endlich mal sowas wie Berge. Auch wenn die Gipfel nur 340 Meter hoch sind, aber es ist auf jeden Fall kein Flachland mehr. Und das ist schon angenehm. Schön mal fürs Auge was anderes zu sehen. Durch die Wälder zu fahren. Berge hoch und Berge runter. Das ist schon echt cool. Und es ist wenig los. Das ist natürlich noch am allerbesten. Auch auf dem Sonntag wird man hier nicht enttäuscht. Zumindest nicht im Kurort. Das ist schon ganz cool. Also, Prost. Also hier sieht man es jetzt gerade nicht so, aber links 2 Kilometer Ukraine. Höhe Lviv. Ich kann es ja mal einblenden, wo wir in etwa gerade sind. Landschaftlich aber echt eine super schöne Region, das muss man sagen. Krass.
War eine ganz schöne Etappe, muss ich sagen. Dieses Mal sind wir überhaupt gar keinen Hauptstraßen lang gefahren, also richtig, richtig schöne Landschaften. Es wurde ein bisschen hügeliger, es hat echt Spaß gemacht. Und jetzt sind wir an einem Platz, aber wir haben mit einem der Leute hier gesprochen, die das Ganze hier betreiben, und er sagte, ja, hier war einfach in dem Dorf ein Platz, da war nichts. Und dann hatte er die Idee, dass sie hier ein bisschen was aufbauen. Es ist hier eine schöne Hütte mit Strom, steht hier eine kleine Musikbox drin, es gibt einen See zum Fischen, und dann bieten sie halt Leuten an, dass sie hier eine Nacht auf Spendenbasis zum Zelten vorbeikommen können, also richtig starke Sache. Mittlerweile läuft unser Kocher. Ganz einfach heute mal schön lecker paar Spaghetti. Dazu haben wir uns eine hoffentlich leckere Portion Gulasch besorgt. Und dann sitzen wir schön in diesem See. Super entspannt. Und dann geht's morgen 71 Kilometer weit zur gebuchten Unterkunft. Freuen wir uns auch richtig drauf. Bisschen ausruhen, richtiges Bett. Und ja, dann geht's weiter. Wird aber schon schön warm. Ja. Das letzte platte Land, glaube ich, bevor es dann in die, wo geht's hin? Karpaten geht, ne? Vorkarpaten. In die Vorkarpaten, genau. Aber die letzten Tage war es auf jeden Fall hügeliger, jetzt wieder ein bisschen platt, was angenehm ist zum Fahren, und dann geht's in die Hügel rein. So, es gibt ja auf diesem Green Velo auch diese MOR-Plätze, aber es gibt dann auch Gegenden, da findest du einfach gar keine mehr. Und dann halten diese schönen Bushaltestellen immer her, die sind richtig gut mit Schatten. Und dazu gibt es lecker Essen. Guten. Danke. Die Stadt liegt vor uns. Und wir müssen jetzt noch 13 Kilometer fahren ungefähr. Wir müssen jetzt hier hoch und da über die Brücke. Naja, die andere war wohl an der Construction. Und von da unten kommen wir. Irgendwo durch das ganze Gebiet sind wir gekommen und dann hier nach oben gefahren. Aber wir ziehen gut durch, würde ich sagen. Wir sind echt gut vorangekommen heute. Und ja, man kann sich auch ein bisschen verausgaben, weil wir wissen, wir haben eine Dusche gleich. Das ist echt cool zu wissen. Hier stehen wir hier in den Bergen. Aus eigener Kraft hingefahren. 18 Tage lang. Ich weiß gar nicht, wie weit sind wir bis jetzt gefahren. Auf jeden Fall schon eine ganze Menge. 1400 Kilometer vielleicht. Das kommt, glaube ich, hin. Und heute ist erstmal mit Bergen. Das ist schon cool. Aber nach wie vor Heiß. bis übermorgen. Dann wird es kälter. Angeblich. Unter jeder Kurve sieht es wieder schön aus.
Was willst du mehr? Fluss. Riesen Fahrradweg für uns alleine. Chillig. Hier, das Getränk läuft in 13, 14 Tagen ab. Gut, dass du es gekauft hast. Das ist jetzt noch gut getrunken werden. Kurze Pause in der Knallsonne und jetzt kannst du dich schon mal vorbereiten auf die Mountains. Wir nähern uns jetzt dem ersten, ja, ich nenne es einfach mal Gipfel. Die Baustelle konnten wir jetzt immer noch gut umfahren. Da war so ein, habt ihr ja gerade gesehen. Ja, wir kämpfen uns hier auf jeden Fall weiter hoch. Zeitweise wieder 10% Steigung. Schönste Landschaft. Hey. Jetzt geht's kurz runter, dann geht's wieder hoch. So, man wird wenigstens belohnt. Auf jeden Fall. Und man kann sich vorstellen im Winter, dass hier einiges los ist. Wenn hier schon Schneekettenpflicht ist oder Polen, weiß ich nicht genau, aber und die ganzen Berge hier schon cool. Es geht jetzt hier die Straße lang und dann da hinten hoch. Das ist eine ganze Ecke. Na gut. Da kommt Bergbezwingerin Anna. Da hat man auch nicht mehr mit gerechnet. Das war das Krasseste, ey. Ja, so lang. Lang und dann auch so, man konnte es visuell die ganze Zeit schon sehen. Ja, Heftig. was noch kommt. Schön. 2 Kirchen. Man sieht es im Hintergrund, ich sitze in keinem Zelt. Es ist wieder eine Unterkunft geworden und das hat folgenden Grund, wir sind hier angekommen. Man hat uns nochmal darauf hingewiesen, dass es doch ein recht starkes Gewitter geben soll. Da haben wir uns dazu entschlossen, nochmal im Zimmer zu bleiben und dann passt das auch. Dann soll es aber bitte auch nicht gewittern und dann hätte sich das auch gelohnt. Die letzten Startvorbereitungen des Tages werden getroffen. Die Räder konnten wir richtig gut unterstellen. Und heute wird es nochmal relativ hügelig. Aber das Wetter ist ein bisschen schlechter geworden. Aber dafür auch kühler. So. Regnet auch bei uns mal. Und jetzt gibt's Regenjacken, endlich mal. Mal gucken, wie lange wir sie brauchen. Kurz auf die gleich anstehende Abfahrt vorbereitet. Also geht es noch ein kleines Stückchen hoch, dann runter. Dann kommen nochmal 2 Anstiege und dann angeblich Flachland. Ich glaube es aber nicht so ganz. Mal sehen. Wahrscheinlich kommt dann die Stadt. Moin. Schön. Schöner Blick. Du hier? Ja, Du hier? bin Hattest auch du da. wieder eine Panne? Ja, ich habe immer wieder ein bisschen was gebaut, umgebaut am Rad, kein Ja? Problem. Nee, ich habe die Kamera mal wieder angemacht. Mm.
Weiter geht's durch den Wald. Regen hat ein bisschen nachgelassen. Ja, das ist ganz cool. Aber der Hunger kommt. Braucht neues Brot. Ja, dringend. Warum grinst du so? Weil wir 10 Slotty gefunden am Wegesrand. Da dachte ich, das kann man mal mitnehmen, ne? Das ist ein kleiner Gruß. Kleiner, netter. Kleiner Gruß an die Fahrradfahrer. Ja. Ja, das reinpacken. Danke. Entschuldigung. Ah, ja. Wir fahren jetzt heute noch den Velo weiter, haben dann noch einen Campingplatz gebucht und dann werden wir die verbleibenden 110 Kilometer in etwa bis Radom durchfahren. Das heißt, der Plan sieht es vor, die nächste Nacht auf dem Campingplatz zu verbringen. Dann fahren wir nach Radom durch. Und dann werden wir noch 2 Nächte in Radom verbringen und dann geht's ab nach Hause. Was gibt's da? Irgend so eine Pastete, du weißt nicht voraus. Schmeckt interessant. Dann guten Appetit. Guten Appetit. Ja, das ist tatsächlich der letzte Campingplatz der Polenreise. Da kann man schon mal so ein bisschen wehmütig werden fast. Dann gehen wir hier nochmal in die Stadt. Gehen eine Runde einkaufen. Dann werden wir den Abend heute ein bisschen genießen. Um dann morgen uns auf die 110 Kilometer Fahrt nach Radom vorzubereiten. Da bin ich mal gespannt. Letztes Kochen? Ja. Letztes Kochen auf dem Campingplatz. Und vielleicht reicht das Gas noch. Das wäre gut, wenn ich einfach diesen ganzen Treibstoff hier mit gegen mir schleppe. Und gar nichts brauchst. Naja, Schon cool. wäre okay. Also das letzte Mal aufs Bike für eine Tour. Entspannte 116 Kilometer über die Hauptstraßen Polens.